Gut, dann überlasse ich die Bühne gerne dir, Agota, und euch wünsche ich eine interessante Lesung. Ja, ich begrüße euch auch ganz herzlich zu dieser Lesung. Hört man mich gut? Auch hinten? Gut. Ja, ich bin ziemlich überwältigt, dass ich habe gehört, dass ganz viele Menschen es nicht geschafft haben, hier runterzukommen. Ich finde es immer so unberechenbar. Es ist ja nicht meine erste Lesung in Bern. Das Buch ist ja auch schon ein Jahr alt. Von dem her hatte ich keine Ahnung, kommen überhaupt noch Menschen an eine Lesung von Jede Frau in Bern, und dass das der Fall ist und ihr so zahlreich erschienen seid, freut mich enorm. Genau. Ich hoffe, ihr habt nicht leer geschluckt, als ihr vorhin gehört habt, dass ich eine Stunde lese. Ich werde nicht eine Stunde vorlesen, sondern maximal vielleicht 3 kurze Passagen, wahrscheinlich auch nur 2, und möchte vor allem auch erzählen über das Thema, aber gerne auch einsteigen zuerst mit, wie es überhaupt zu diesem Buch kam. Moment. Genau. Ähm, und zwar, ihr habt es vorhin gehört, ich bin ursprünglich Sozialarbeiterin, habe zuerst fast 10 Jahre als Schulsozialarbeiterin gearbeitet und dann jetzt die letzten 10 Jahre im Bereich der Opferhilfe, und zwar lange Jahre als Beraterin bei Lantana. Das ist die Fachstelle für Opferhilfe in der Stadt Bern, die ausschließlich für das Thema sexualisierte Gewalt zuständig ist. Das ist ja immer je nach Kanton unterschiedlich geregelt. In Bern ist es regional, aber eben auch thematisch aufgeteilt. Und von dort her kommt meine Spezialisierung. Also ich habe dort jahrelang eigentlich nichts anderes gemacht als Betroffene oder auch Bezugspersonen, Angehörige von Betroffenen oder Fachpersonen, die mit Betroffenen zu tun haben, beraten, begleitet rund um das Thema eben sexualisierte Gewalt. Und genau, und in dieser Arbeit habe ich dann eigentlich auch angefangen, mich politisch zu engagieren. Und zwar 2019 nein, 2018 kam ein Dokumentarfilm heraus über den Fall von Jolanda Spiess-Häcklin. Vielleicht mögt ihr euch oder die einen oder anderen erinnern, ein SRF-Talk, wo es wirklich darum ging, aufzuzeigen, wie höchst problematisch eigentlich die ganze Medienberichterstattung und der Umgang mit Jolanda Spiess-Häcklin war, nachdem sie ja ähm, oder sie wollte es ja gar nicht an die Öffentlichkeit tragen, aber nachdem öffentlich wurde, dass sie die Vermutung hat, Opfer eines Sexualdelikts geworden zu sein. Auf jeden Fall fand ich den SRF-Doc sehr gut und hatte dann Diskussionen auch mit KollegInnen darüber und habe dann gemerkt, oder eine Kollegin hat dann eine Bemerkung gemacht und gesagt, ja gut, aber vielleicht lügt sie ja. Und das hat mich irgendwie so wütend gemacht, dass ich nach Hause ging, und damals war Facebook noch the place to be, und habe meinen allerersten Facebook-Beitrag erstellt, der öffentlich war, nachdem ich eigentlich all die Jahre nur irgendwelche Ferienfotos und so geteilt hatte, und habe plötzlich gemerkt, da interessieren sich Menschen dafür, was ich da darüber geschrieben habe, hatte für damals plötzlich eine kleine, aber beachtliche Reichweite plötzlich mit einem Post, und habe dann gemerkt, das finde ich wahnsinnig spannend, irgendwie so auch in Kontakt zu kommen und über dieses Thema zu diskutieren. Und damals waren tatsächlich auch noch die Diskussionen in den Kommentaren unter so Facebook-Posts wahnsinnig toll im Vergleich zu heute. Also wirklich konstruktiv, natürlich auch zum Teil eben, es waren natürlich nicht alle meiner Meinung, aber ich fand das irgendwie sehr toll. Auf jeden Fall kam es dann, dass auch die Medien auf mich aufmerksam wurden, weil ich doch auch immer mehr auf Facebook gepostet habe. Und so kam es dann eben auch, dass ich 2019, als die ganze Debatte rund um die Reform des Sexualstrafrechts aktuell wurde, mich immer wieder auch in den Medien geäußert habe. Und im Zusammenhang mit diesen Reformdiskussionen habe ich Nora Scheidecker kennengelernt. Ich gehe davon aus, ihr kennt sie oder ihr müsstet sie kennen. Ich würde sagen, ohne Nora Scheidecker hätten wir wahrscheinlich kein reformiertes Sexualstrafrecht. Und zwar hat sie ihre Doktorarbeit über den Reformbedarf geschrieben, und diese Doktorarbeit hat dann die Republik als erstes aufgegriffen, einen recht großen Artikel daraus gemacht, 2019.
Und ich würde sagen, das war wirklich so der Startschuss in diese ganze Debatte rein, weil sie wirklich halt sehr, sehr gut als Juristin dargelegt hat, was das Problem ist. Auf jeden Fall hat mir Nora gesagt: „Facebook, vergiss es, komm auf Twitter, macht viel mehr Spaß.“ Und ich tue mich ja immer sehr schwer mit neuen Sachen. Ich bin so Team altbewährt und nicht viel Neues ausprobieren. Auf jeden Fall habe ich mich dann überreden lassen, ging auf Twitter und, hatte einen Riesenspaß dort, mit diesen zugespitzten, ja relativ kurzen Aussagen eben rund um unseren Umgang mit sexualisierter Gewalt und habe mich dort wirklich einige Jahre lang ausgetobt, war damals auch noch ein besserer Ort, als er heute ist. Auf jeden Fall, und jetzt komme ich gleich zum Zusammenhang zum Buch. Ich wollte eigentlich kein Buch schreiben, sondern hatte ungefähr vor 2, 3 Jahren die Idee, ich könnte eine Sammlung all meiner Tweets, veröffentlichen als eine Art Tischkalender. Also meine Idee war, dass man dann so eine Aussage pro Kalenderblatt hat und wenn der Thomas oder der Roland vorbeiläuft im Büro, kann man das hinstellen und im besten Fall hat man dann eine spannende Diskussion in der Kaffeepause über diese Aussage rund um eben das Thema Victim Blaming, Rape Culture und so weiter. Und genau, ich habe so ein Exposé erstellt, habe das einigen Verlagen geschickt und ausschließlich Absagen erhalten. Verstehe es immer noch nicht, finde es immer noch eine super Idee. Aber die Verlage meinten, das würde niemand kaufen, das sei weder geeignet als Geschenk, noch würde das irgendjemand im Büro oder zu Hause aufstellen. Ja, genau. Und da war ich, ziemlich enttäuscht, aber dachte: „Ja, auch nicht schlimm.“ Und, bis sich dann der Yes, Verlag gemeldet hat. Das ist der Verlag, der schlussendlich jede Frau rausgebracht hat. Und die haben mir geschrieben, sie finden die Idee zwar auch scheiße mit dem Tischkalender, aber sie finden eigentlich bräuchte es ein Buch. Es braucht eben nicht einfach so einige oder in dem Sinne zugespitzte Aussagen rund um das Thema, sondern es braucht wirklich ein Buch, das aus dem deutschsprachigen Raum stammt. Tatsächlich gibt viele Bücher zur Rape Culture seit den 70er Jahren, das ist kein neues Thema, aber tatsächlich relativ wenig, das sich auf den deutschsprachigen Raum fokussiert. Und, genau, so kamen wir ins Gespräch. Ich war zuerst sehr, sehr ablehnend. Ich hatte das Gefühl, ich kann Tweets, so 280 Zeichen, aber sicher nicht ein ganzes Buch. Ähm, und, ja, schlussendlich habe ich dann doch zugesagt. Dann habe ich angefangen zu schreiben, dann habe ich wieder abgesagt, wieder zugesagt. Also, es war, recht ein Hin und Her. In der Zwischenzeit kam noch der Beobachter Verlag und hat mich angefragt, ob ich nicht einen Ratgeber schreiben würde für Betroffene von sexualisierter Gewalt. Dort habe ich sofort zugesagt, weil ich das Gefühl hatte, das ist vielmehr eine Art Schreiben, das mir liegt. Und, schlussendlich hatte ich dann die nicht so gute Idee, dass ich ja, bevor ich den Ratgeber schreibe, noch in den 4 Monaten, die ich zuvor habe, doch noch schnell ein Buch über die Rape Culture schreibe und habe dann unterschrieben im Oktober und wusste, ich muss im Februar abgeben. Und das waren absolut furchtbare, also das sage ich jetzt natürlich auch aus einer sehr privilegierten Position, aber für mich die furchtbarsten 5 Monate meines Lebens, weil ich wirklich gemerkt habe, es ist unheimlich schwierig, für mich war es unheimlich schwierig, ein Sachbuch zu schreiben. Ich hatte zwar, als ich den Vertrag unterschrieben habe, das Gefühl, ich habe jetzt so viel mich mit dem Thema beschäftigt. Einerseits im Rahmen natürlich meiner Opferhilfeberatungen, dann eben auch im Rahmen der Medienarbeit, im Rahmen meines, sagt man, Aktivismus auf Social Media. Hatte damals schon relativ oft, Anfragen für Referate oder Schulungen rund um das Thema. Aber dann das in Buchform irgendwie mit einem roten Faden, irgendwie niederzuschreiben, war dann doch eine große Qual. Genau. Ich habe vor Kurzem ein sehr schönes Zitat gelesen online, ich weiß leider nicht mehr von wem, sonst würde ich sie zitieren, von einer deutschen Autorin. Und sie hat gesagt, sie schreibe nicht gerne, aber sie liebe das Gefühl, geschrieben zu haben. Und da habe ich mich wahnsinnig wiedererkannt. Da habe ich gedacht, jetzt so das Buch geschrieben zu haben, ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Es zu schreiben war schwierig. Gut, ja, auf jeden Fall, habe ich es aber dann überlebt, diese Zeit. Meine 4 Kinder und mein Partner auch. Meine Kinder haben angefangen, dann nur noch mit Post-its mit mir zu kommunizieren, weil sie das Gefühl hatten, wenn sie mit mir reden, es kommt gar nicht an. Und dann hatte ich manchmal so auf der Tastatur ein Post-it: „Mama, wir haben Hunger.“ Und ich dachte: „Okay,
so wieder, es wäre Zeit, vielleicht den Bildschirm zu verlassen, aber es waren wirklich eben, ich hatte nur 4 Monate Zeit. Ich hatte das Gefühl, ich kann den Bildschirm gar nicht verlassen, sonst, wird das nichts. Habe aber dann tatsächlich, pünktlich abgegeben. Am letzten Tag vom Februar um Mitternacht habe ich auf Senden gedrückt. Ich bin mir vorgekommen wie zu Studiezeiten früher. Und dann am nächsten Tag kam eine Mail des Verlags: „Ah, so lieb, dass du rechtzeitig abgegeben hast. Das sei sehr selten.“ Und ich dachte so, ich habe wirklich bin da so sehr pflichtbewusst mit so Deadlines. Ich war überzeugt, ich muss, sonst was weiß ich. Aber ja, auf jeden Fall, das zu dem Thema Buch. Deshalb, gibt es dieses Buch, also schlussendlich eigentlich sehr fest auch dem Verlag zu verdanken, der dort wirklich, nicht locker gelassen hat und, der Meinung war, das Buch braucht's und das Buch braucht's von mir und ich schaffe das, genau. Ja, am letzten Tag vor der Abgabe, also am 28. Februar, habe ich das Vorwort geschrieben. Das habe ich so für den Schluss gelassen. Ich denke, das macht ja auch Sinn. Hat man früher bei den Uni-Arbeiten auch so gemacht und fand das aber unheimlich schwierig. Das war ganz ein krisenreicher Tag auch noch mal mit viel, Weinen, Schlafen, Spazieren, keine Ahnung. Auf jeden Fall, habe ich das Vorwort dann irgendwie dann doch geschafft und unterdessen mag ich es eigentlich sehr und deshalb würde ich gerne zum Einstieg in das Thema euch nicht das ganze Vorwort vorlesen, aber so Teile des Vorworts, weil ich tatsächlich auch das Gefühl habe, es ist eine gute Einleitung in das Thema des Buches und des heutigen Abends. Kann ich was machen, dass man so meinen Atem weniger hört? Oder ist nicht, nervig? Okay. Sexualisierte Gewalt ist alltäglich und sie betrifft uns alle. Trotzdem will das Reden darüber noch nicht so recht gelingen. Wobei, das Reden vielleicht schon, aber das Zuhören nicht. Wenn wir laut sind, werden wir abgestraft. Wenn wir schweigen, schützen wir die Täter, aber gleichzeitig auch uns selbst. Auch ich habe lange Jahre geschwiegen, weil ich all das, was ich erfahren habe, nicht schlimm genug, nicht relevant genug fand. Aber auch, weil mir lange Zeit die Sprache dafür fehlte. Bis ich in meinen Zwanzigern allmählich verstand, dass das, was mir widerfahren ist, die Geschichte jeder Frau ist. Machte dieses Wissen die Erfahrungen erträglicher? Nein. Und irgendwie doch. Zu realisieren, dass die alltäglichen, sexistischen, zweideutigen, frauenabwertenden Bemerkungen, die taxierenden Blicke, die verbalen und körperlichen Übergriffe Teil eines Systems waren, half mir zu verstehen, dass es nicht um mich ging. Ich war nicht falsch, auch nicht mein Aussehen, mein Verhalten oder mein Empfinden. Falsch waren diejenigen, die mir gegenüber übergriffig waren. Und falsch ist das System, das dieses immense Ausmaß sexualisierter Gewalt produziert, zulässt und stützt. Die Frage ist nicht, ob eine Frau irgendwann sexuell belästigt wird oder sexualisierte Gewalt erfährt, sondern bloß wann und wo und von wem. Schon 10-jährig, erst mit 16 oder erst im Alter. Man weiß übrigens aus unterschiedlichen Studien, dass die allermeisten schon als Jugendliche, also viele eben schon als 10-Jährige, als dann erst als 16-Jährige ihre ersten Erfahrungen machen mit sexualisierter Gewalt. Erst mit 16 oder erst im Alter? Vielleicht hier auch noch mal kurze Klammerbemerkung: Das Thema sexualisierte Gewalt im Alter, finde ich, wird in der Schweiz sehr, stiefmütterlich behandelt oder sehr, ähm, sehr kriegt viel zu wenig Beachtung und, ist aber immer ist eigentlich sehr, sehr relevant. Also, man weiß eigentlich auch aus Untersuchungen aus anderen Ländern, dass Frauen logischerweise auch im Alter, das hört nicht einfach auf. Also, auch dieses Bild, dass vor allem, junge, normschöne Frauen sexualisierte Gewalt erfahren würden und sicher nicht ältere Frauen, das, stimmt nicht. Zu Hause, beim Familienfest, in der Schule, auf der Straße, im Club, beim Daten, am Arbeitsplatz, bei der Wohnungssuche, auf einem Festival, im Fitnessstudio, im Jugendtreff, in der Bar, auf Datingplattformen, in den sozialen Medien, an der Uni, in einer Institution, in der Klinik, in der Beziehung, im Freundeskreis, im Kino, im Park oder am Bahnhof.
Vom Vater, vom Onkel, vom Partner, vom Lehrer, vom Priester, vom Therapeuten, vom Pizzalieferanten, von einem Bekannten, von einem Freund, von einem Fremden, vom Arbeitskollegen, vom Nachbarn, von der Polizei, vom Kellner, vom Pfleger, vom Kunden, vom Arzt, vom Chef oder vom Trainer. Selbstverständlich ist diese Aufzählung bei weitem nicht vollständig. Sexualisierte Gewalt ist im Leben von Frauen omnipräsent. Jede ist betroffen. Ich kann in diesem Buch das strukturelle Problem, das dazu führt, dass jede Frau im Laufe ihres Lebens sexualisierte Gewalt erfährt, niemals vollständig abbilden. Aber ich kann aufzeigen, wie verbreitete Diskurse und Narrative über sexualisierte Gewalt die bestehenden Verhältnisse aufrechterhalten und dazu führen, dass Betroffene lieber schweigen und Täter unbehelligt weitermachen. Und ich kann aufzeigen, dass es bei sexualisierter Gewalt keine neutrale Position gibt. Wer schweigt, schützt die Täter. Unser gesellschaftlicher Umgang mit sexualisierter Gewalt ist voller Widersprüche. Wenn ich frage, ob sexualisierte Gewalt ein Unrecht ist, dann wird das niemand verneinen. Aber wenn ich frage, was denn sexualisierte Gewalt überhaupt ist, herrscht Uneinigkeit. Sexualisierte Gewalt ist normalisiert, aber sexualisierte Gewalt ist alles andere als normal. Sexualisierte Gewalt ist omnipräsent, gilt aber gleichzeitig als das Vieraugendelikt schlechthin. Sexualisierte Gewalt hat nichts mit Sex zu tun und doch hat sexualisierte Gewalt irgendwie auch mit Sex zu tun. Sexualisierte Gewalt ist laut, sie ist aber auch stumm. Sexualisierte Gewalt ist beschämend, aber niemand beschämt Täter. Wir hören nur Ja heißt Ja und wissen trotzdem, dass ein Ja manchmal auch ein Nein ist, weil ein Ja, das aus Angst, Überforderung oder aufgrund einer Abhängigkeit gesagt wird, kein Ja ist. Ich werde mir wahrscheinlich im Laufe des Buches widersprechen. Ich versuche zu verstehen, aber ich verstehe nicht alles. Die Kultur der sexualisierten Gewalt umgibt uns. Wo endet die kulturelle Prägung und wo fängt das individuelle Ich jedes Einzelnen an? Gibt es so etwas wie ein individuelles Ich überhaupt, das sich unbeeinflusst von kulturellen Normen und Botschaften entwickelt? Ich glaube nicht. Unsere Kultur prägt uns, produziert uns und wir reproduzieren sie. Und dabei können wir sie verändern und ich glaube, das ist die positivste Nachricht, die ich in diesem Buch vermitteln kann. Sexualisierte Gewalttaten sind keine Einzelfälle und keine Zufallsdelikte. Das riesige Ausmaß sexualisierter Gewalt ist kein bedauernswertes, aber nicht verhinderbares Übel, sondern hat System. Davon handelt dieses Buch. Ich muss bei diesem letzten Satz immer an die SRF-Dokumentarfilme denken. Dort kommt ja immer so nach dem Intro, davon handelt dieser Film. Genau, aber davon handelt dieses Buch. Ja, was mir enorm wichtig war bei diesem Buch, ist wirklich aufzuzeigen, dass wenn wir oder über das, was ich schreibe, diese Rape Culture oder unser problematischer gesellschaftlicher Umgang mit sexualisierter Gewalt, das ist nicht etwas, das früher so war, das natürlich früher ein Problem war. Ich glaube, das würde niemand verneinen, da wären alle einverstanden, ja, früher war das sicher ein Problem. Also mir war es wirklich ganz, ganz wichtig, dass alle Menschen, die das Buch lesen, wirklich auch verstehen, das ist ein hochaktuelles Thema, das eben auch heute, im 2025, ein riesengroßes Problem darstellt. Wir haben ja vorhin auch einige Zahlen gehört, die ja sehr aktuell sind. Es gab ja auch im letzten oder in den letzten Monaten, im letzten Jahr so viele auch jetzt öffentlich diskutierte, größere Fälle, die wirklich auch aufgezeigt haben, unser Umgang mit sexualisierter Gewalt, mit den Betroffenen. Gleichzeitig eben auch das Entlasten oder Entschuldigen der Täter ist immer noch sehr, sehr aktuell. Vielleicht so einige Beispiele. Es gab ja diesen Fall vor etwa einem halben Jahr einer Praktikantin in Graubünden. Sie hat ihren ehemaligen Chef, also einen Richter, sie hat ein Anwaltspraktikum gemacht, angezeigt wegen sexueller Belästigung und Vergewaltigung. Und dann über den Gerichtsfall wurde sehr viel berichtet. Vielleicht haben das einige von euch gelesen. Und vor dem Gericht musste sie sich anhören, wie sein Anwalt gesagt hat, ja, sie sei halt eine femme fatale, das sei bekannt gewesen am Gericht und deshalb hätte sie ihn eben verführt. Also
wirklich auch dort sich nochmal bewusst zu werden, was man sich eigentlich anhören muss im Jahr 2024, wenn man seinen ehemaligen Chef wegen Vergewaltigung anzeigt. Oder einer der Richter, also die Richter waren an dem Tag, hat gesagt, ja, sie hätte halt einfach die Beine zusammenpressen müssen, dann wäre es nicht zu der Vergewaltigung gekommen. Also so viel zu dieser ähm, klassischen Täter-Opfer-Umkehr. Oder vielleicht ein anderes Beispiel von der Universität, vielleicht habt ihr das auch gelesen, ich glaube, das war im Dezember in unterschiedlichen, unter anderem Tamedia-Blättern. Und zwar hat ja die Universität Zürich Zahlen publiziert vor ungefähr einem Jahr. Und zwar haben sie festgestellt, oh Überraschung, dass auch an der Uni Zürich relativ viel sexuell belästigt wird, obwohl die Fälle eben sehr selten publik werden. Aber in einer anonymen Studie haben sie dann das Ausmaß gesehen. Und die Uni hat dann auch versprochen, Präventionsmaßnahmen zu ergreifen. Und dann eben im Dezember konnte man lesen, dass eine dieser Präventionsmaßnahmen Kampfsportkurse sind für Frauen. Und ich finde auch dort, das zeigt so, ich habe absolut nichts gegen Kampfsport. Im Gegenteil, ich finde unbedingt soll man Kampfsport machen, wenn man Lust darauf hat. Es ist einfach keine Prävention sexualisierter Gewalt, weil das würde ja heißen, dass eben Frauen oder wer auch immer Betroffene, potenziell Betroffene, verantwortlich sind für ihren eigenen Schutz. Und wenn sie eben alles richtig machen und mit Kampfsport reagieren, kann es nicht zu sexualisierter Gewalt kommen. Also auch dort wird eigentlich die Verantwortung völlig verschoben, weg von denjenigen, die ja wirklich Gewalt ausüben, hin zu denjenigen, die überhaupt nichts dafür können, dass sie Gewalt erfahren. Und andererseits, finde ich, zeigt dieses Beispiel auch das fehlende Verständnis von, jetzt sagen wir mal, sexueller Gewalt, die an Unis relevant sind. Dort handelt es sich ja in den allermeisten Fällen, natürlich kann es auch schwerwiegendere Formen geben, um sexuelle Belästigung. Und höchstwahrscheinlich, wenn der Professor die Doktorandin sexuell belästigt mit einem sexualisierten Aussage, dann wird sie nicht mit einem Kampfsport-Kick antworten. Das ist einfach völlig jenseitig, das überhaupt in Betracht zu ziehen, dass dort irgendwie sowas hilfreich sein könnte. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel, womöglich habt ihr darüber gelesen, war auch vor einigen Monaten in den Medien ein Unihockey-Trainer, ich glaube im Kanton St. Gallen, hat eine Spielerin, eine 15-jährige Hockeyspielerin sexuell belästigt. Und zwar hat er ihr geschrieben auf Instagram und sie gefragt, ob er ihr ein Nacktfoto schicken könne. Und sie hat gesagt, nein, sicher nicht, hör auf. Und ist dann auch aus dem Chat raus. Also er hat noch so einige Male versucht. Und sie hat sehr gut reagiert, Screenshot gemacht, ihren Eltern gezeigt. Ihre Eltern haben auch sehr gut reagiert, haben am nächsten Tag sofort den Hockeyverband oder Verein informiert und eine Anzeige erstattet. Woraufhin der Verein den Trainer nach wie vor trainieren ließ. Also bis die Medien davon erfahren haben, sind schon einige Monate vergangen. Der Trainer war immer noch Trainer, die Spielerin nicht mehr Spielerin dort. Und auf Anfrage der Medien hat der Verbandspräsident verlauten lassen, es gelte die Unschuldsvermutung, obwohl man ja schwarz auf weiß, das war auch in der Zeitung abgedruckt, eigentlich den Screenshot hatte von dieser Konversation. Und zudem habe er halt an dem Abend viel getrunken, der Trainer, und sie seien mit ihm im Gespräch, dass er einfach nicht mehr solche Sachen schreiben soll, wenn er getrunken habe. Also auch dort sieht man irgendwie den sehr komischen, problematischen Umgang mit dem Thema. Einige Monate später haben die Medien wieder berichtet, der Trainer war immer noch, oder nee, war eben dann nicht mehr Trainer, und zwar, weil es einen zweiten Vorfall gab, wenig überraschend, eine andere Spielerin, die dieselben Nachrichten erhalten hat. Und daraufhin haben sie ihm gesagt, er soll doch jetzt nicht mehr Trainer sein. Und auf Nachfrage der Medien hat der Präsident verlauten lassen, dem Trainer ginge es wirklich sehr schlecht. Er habe sehr gelitten unter dieser negativen Medienberichterstattung und deshalb sei er leider nicht mehr in der Lage zu trainieren, also Training zu geben. Also auch da sieht man irgendwie, wo liegt das Mitgefühl und immer noch eben diese Unschuldsvermutung, weil juristisch war ja noch nichts, das wisst ihr wahrscheinlich, oder bis es dann wirklich zu einer Verurteilung kommt, auch wenn man ganz klare Beweismittel hat, das dauert im Minimum ein halbes Jahr oder ein Jahr, einfach weil die juristischen Mühlen einfach langsam vorwärts kommen.
Genau. Vielleicht noch ein allerletztes Beispiel, zur Aktualität, einfach auch noch mal ein Beispiel zur Universität, weil das, ihr ja auch von der oder wahrscheinlich die meisten von euch von der Uni seid. Uni Basel, da hat der Kassensturz vor einigen Monaten eine große sehr gute Recherche gemacht. Und zwar, gab es mehrere Studentinnen, die einem Professor 2 Professoren vorgeworfen haben, sie sexuell belästigt zu haben. Schlussendlich gab es dann eine externe Untersuchung und bei 2 Studentinnen hat man wirklich schwarz auf weiß im Untersuchungsbericht festgehalten, dass diese Professoren über eine längere Zeit sexuell belästigend waren. Das Resultat ist, dass die 2 Professoren immer noch Professoren sind, an der Uni Basel, die 2 Frauen beide ihre wissenschaftlichen Karrieren aufgegeben haben, weil sie sagen, an der Uni Basel ging es nicht mehr und andernorts eigentlich auch nicht mehr. Also auch dort sieht man, wer wird geschützt und wer eben nicht. Ja, genau. Das sind einige Beispiele, die sind alle nicht im Buch, weil die alle seither passiert sind. Im Buch habe ich auch aber wirklich auch sehr, sehr viele Beispiele drin. Natürlich längst nicht alles, was äh, in den letzten 2, 3 Jahren, geschehen ist. Ich hatte auch immer so diesen Stress während den 5 Monaten, wo ich geschrieben habe, weil so viele neue Fälle ja ständig irgendwie in den Medien zu lesen sind, die ja alle wie gut sind, in Anführungsstrichen, um aufzuzeigen, was das Problem ist. Und irgendwann musste ich mir dann wirklich auch sagen, ich kann nicht ich kann ja nicht ist ja nicht eine Arbeit, die jetzt vollumfassend alle, Vorfälle, die problematisch sind, erfassen kann. Genau. Ja, aber eben, ich habe es schon gesagt, es geht um den, problematischen Umgang mit sexualisierter Gewalt beziehungsweise um die sogenannte Rape Culture. Auf Deutsch übersetzt wäre das ja eine Vergewaltigungskultur. Ich bevorzuge den englischen Begriff, schlicht weil Rape auf Englisch, sehr, sehr häufig viel breiter verstanden oder gefasst wird als Vergewaltigung auf Deutsch. Vergewaltigung ist ja eigentlich bei uns jetzt eine ganz spezifische Form sexualisierter Gewalt und Rape wird häufig eher dann auch als Synonym für sexualisierte Gewalt erfasst. Und, mit sexualisierter Gewalt, das habe ich am Anfang gar nicht gesagt, dass ich darunter verstehe, wie viele andere, Fachpersonen oder überhaupt Menschen, die über sexualisierte Gewalt reden, auch, definiere ich das sehr, sehr breit als alle Formen von sexuellen Grenzverletzungen, angefangen von jemandem ein Schmatzgeräusch hinterherwerfen auf der Straße, sexualisierte Kommentare jemandem nachrufen, nachpfeifen, sexualisierte Gesten machen, bis hin zu körperlichen sexuellen Belästigungen, bis hin zu körperlichen sexualisierten Übergriffen, die schwerwiegender sind. Aber, genau, aber eigentlich es geht wirklich um alle Fälle sexualisierter Gewalt, die hängen auch alle zusammen. Die haben eigentlich alle auch, und da komme ich eben gleich zurück, den gleichen Nährboden, der sie ermöglicht, produziert und auch immer, reproduziert. Genau, die Rape Culture, meine Erfahrung ist, dass der Begriff sehr häufig auf Ablehnung stößt. Ich denke vor allem, weil man ihn nicht kennt. Ich habe, vor ungefähr einem Jahr ein Google Alert eingerichtet mit dem Begriff Rape Culture. Nein, schon vor vielleicht 2, 3 Jahren und, merke dort doch auch einen Unterschied. Mich dunkt, also Google Alert ist ja kriegt man immer eine Nachricht, wenn irgendwo in den Medien, in deutschsprachigen Medien Rape Culture als Begriff benutzt wurde. Und, da merkt man schon, der Begriff kommt langsam an, auch im deutschsprachigen Raum, aber ist sicher vielen, nicht unbedingt bekannt. Und was ich wichtig finde, dort, zu sagen ist, Rape Culture heißt nicht, dass wir, sagen, jeder Mann ist ein Vergewaltiger. Rape Culture heißt auch nicht, dass wir, sagen, wir leben in einer Gesellschaft, in der Menschen oder viele Menschen aktiv sexualisierte Gewalt befürworten oder was Gutes finden. Ich würde sagen, im Gegenteil, grundsätzlich haben wir ja einen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass sexualisierte Gewalt ein Verbrechen ist oder ein Unrecht ist. Vielmehr geht es bei der Rape Culture darum, das System zu analysieren, das dahinter liegt, das ermöglicht, dass eben die allermeisten Betroffenen sexualisierter Gewalt Frauen sind, die allermeisten Tatpersonen, eigentlich über 98% von sexualisierter Gewalt Cis-Männer sind und, dass eben trotzdem oder gleichzeitig es immer noch sehr stigmatisierend ist, Opfer zu sein, während es, als Täter sehr häufig immer noch entlastet, entschuldigt werden.
Also und das will eigentlich die Rape Culture erfassen, also wie schauen, wie kann das eigentlich sein? Wie kann das sein, dass wir in einer Gesellschaft leben mit diesem riesengroßen Ausmaß? Also wenn wir die Zahlen anschauen, dann eben müssen wir davon ausgehen, jede Frau erfährt in ihrem Leben irgendwann wahrscheinlich mehrmals sexualisierte Gewalt und eben Täter sind Männer. Also diesen Geschlechtsfaktor kann man da nicht rausnehmen und gleichzeitig ist der Umgang damit ja so, dass eben sehr häufig immer noch die Gewalt verharmlost wird oder ignoriert wird oder zugeschaut wird oder weggeschaut wird. Und was vielleicht noch wichtig ist, ich fokussiere mich im Buch sehr stark auf weibliche Betroffene sexualisierter Gewalt, auf Cis-Frauen und Transfrauen, aber auch non-binäre Menschen. Aber natürlich erfahren auch Männer sexualisierte Gewalt. Und wenn man dort schaut, welche Männer erfahren denn sexualisierte Gewalt, da gibt es in der Schweiz zumindest noch sehr wenig Forschung dazu. Ich glaube, oder ich hoffe, dass das jetzt dann mehr kommt. Wenn man schaut aus anderen Ländern, dann sieht man, auch dort greift dasselbe System. Also es sind also auch dort sind vor allem Männer betroffen von sexualisierter Gewalt, die auf irgendeine Weise marginalisiert sind. Also auch in dieser Geschlechterhierarchie, in diesem gesellschaftlichen Machtverhältnis eben nicht zu oberst sind. Seien das Transmänner, seien das schwule Männer, beispielsweise weiß man, dass feminine schwule Männer, also schwule Männer, die als feminin gelesen werden, noch viel mehr sexualisierte Gewalt erfahren. Oder dann auch Männer, behinderte Männer, Männer, die in einer Gefängnishierarchie eher weiter unten sind. Ähm, Sexarbeiter, also auch dort sieht man ganz klar eine Hierarchie drin und auch das ist nicht zufällig. Also schlussendlich gehört auch das natürlich sehr fest zur Rape Culture dazu und deshalb finde ich es auch immer sehr, sehr ärgerlich und auch ignorant, wenn eine Diskussion über sexualisierte Gewalt an Frauen unterbrochen wird mit, ja, Männer erfahren auch sexualisierte Gewalt. Ja, und das Thema ist trotzdem noch das Gleiche. Es geht nämlich auch bei Männern um das Thema Männergewalt. Also auch Männer, die sexualisierte Gewalt erfahren, erfahren die eben in der großen Mehrheit von Männern. Also schlussendlich geht es wirklich darum zu schauen, wie kann das sein. Und wenn wir beim Thema Männer sind, würde ich gerne noch mal einen kurzen Abschnitt vorlesen. Und zwar werden ja Diskussionen über sexualisierte Gewalt nicht nur manchmal eben mit der Aussage unterbrochen, eben aber Männer erfahren auch sexualisierte Gewalt, sondern eben ja, aber nicht alle Männer sind ja so. Oder was kann ich dafür, wenn andere Männer so schlimme Sachen machen? Und dort möchte ich gerne eine Auflistung vorlesen, um welche Männer es eigentlich geht oder was ich eigentlich entgegne, wenn der Ausruf kommt, ja, aber not all men oder nicht alle Männer. Da finde ich den Satz sehr schön. Not all men, but somehow always a man. Kann man am 14. Juni hochhalten zum Beispiel. Nicht alle Cis-Männer tragen zur Rape Culture bei, aber viele. Ich möchte klarstellen, welche Männer das Problem sind. Obviously diejenigen, die sexuell belästigen, nötigen und vergewaltigen. Und zwar nicht nur diejenigen in der dunklen Gasse, die fremde Frauen anfallen, sondern auch diejenigen, die wussten, dass die Freundin zu betrunken war, um Ja oder Nein sagen zu können. Aber auch diejenigen, die in diesem Verhalten kein Problem sehen. Diejenigen, denen es egal war, dass sie keine Lust auf Sex hatte, er hat schließlich das Abendessen bezahlt. Aber auch diejenigen, die starren, die Exhibitionisten, diejenigen, die ungefragt Dickpics verschicken, diejenigen, die denken, sie hätten die Aufmerksamkeit von Frauen verdient, diejenigen, die glauben, einer Frau zu folgen sei der Beginn einer epischen Romanze, wird ja leider sehr häufig auch in Hollywood oder überhaupt so romantischen Komödien reproduziert. Also wenn ich so denke, welche Filme habe ich vielleicht so als junge Erwachsene sehr, sehr gern geschaut und das tut weh. Das sind so und das waren alles so riesen Blockbuster-Filme, sehr erfolgreich, eben so romantische Komödien aus Hollywood. Und schlussendlich, wenn ich die heute schaue, ist der Plot geht meistens so, am Anfang lernen sich 2 kennen, er ist interessiert, sie weniger. Und dann schauen wir 90 Minuten lang zu, wie er sie stalkt und bedrängt und am Schluss haben sie Sex oder sie heiraten und so.
Wirklich, also, sehr viele Filme sind so. Und auch, dort sehen wir eben auch, wie die Populärkultur eben auch diese Zuschreibungen, Narrative ja nicht nur produziert, sondern laufend auch reproduziert, auch wenn sich da vieles am Tun ist und gerade auch im Bereich Film auch sich vieles verbessert hat, finde ich. Genau, also diejenigen, die glauben, einer Frau zu folgen, sei der Beginn einer epischen Romanze. Diejenigen, die heimlich das Kondom entfernen. Hier vielleicht auch noch kurz eine Klammer. Seit der Reform des Sexualstrafrechts, Juli 2024, ist das gleichzusetzen mit einer Vergewaltigung. So vielleicht zu eurer Info, wenn jemand heimlich das Kondom entfernt, auch bei einvernehmlichem Sex gilt das als Vergewaltigung seit Juli 24. Diejenigen, die Nacktbilder, die nur für sie bestimmt waren, weitersenden oder veröffentlichen. Diejenigen, die finden, Konsens kille die Erotik. Da gab es ja furchtbare Debatten darüber im Rahmen des Sexualstrafrechts. Diejenigen, die Slut-Shaming betreiben, diejenigen, die Victim-Blaming betreiben, diejenigen, die Witze über Vergewaltigungen machen, diejenigen, die Witze über Vergewaltigungen unkommentiert lassen, ist doch bloß Spaß. Diejenigen, die wegschauen, weil es sie nichts angeht. Diejenigen, die sagen, du willst es doch auch. Diejenigen, die Mädchenkörper sexualisieren. Diejenigen, die Transfrauen fetischisieren. Diejenigen, die schwarze Frauen hypersexualisieren. Diejenigen, die eine Wette abschließen, wer die Dicke ins Bett kriegt. Ich glaube, da erinnern wir uns alle an sehr ungute Geschichten aus der Schulzeit, würde ich behaupten. Diejenigen, die den Frauen ihre Wahrnehmung absprechen, weil sie zu empfindlich seien. Diejenigen, die diese Unterhaltung hier nicht führen wollen. Diejenigen, die sagen, Männer sind halt so und sowas würde er nie tun. Diejenigen, die gar nichts sagen. Diejenigen, die sagen, was hat sie denn erwartet? Das kam ja sehr häufig im Zusammenhang mit den Vorfällen rund um Rammstein und Till Lindemann. So diese ganzen, also zum Teil ganze Artikel lang haben sich Journalistinnen darüber ausgelassen, was denn diese jungen Frauen denn erwartet hätten, wenn sie in der Row Zero sind und dann an eine Afterparty gehen und dort noch so viel Alkohol konsumieren. Ich denke, das zeigt vor allem eben auch, wie wenig die Person, die das schreibt, erwartet von einem Till Lindemann oder überhaupt von einem Menschen. Also meine Erwartung ist, dass meine sexuelle Integrität gewahrt wird, egal wo ich stehe im Konzert, ob ich an eine Afterparty gehe, ob ich trinke oder nicht trinke. Also ich meine, hinter der Aussage, was hat sie denn erwartet, steckt ja eigentlich die Aussage, m sie hätten davon ausgehen müssen, dass sie sexualisierte Gewalt erfahren werden. Also, ähm, als wäre das einfach, etwas, das man akzeptieren muss. Diejenigen, die schwul für ein Schimpfwort halten, diejenigen, die frauenverachtende Kunst okay finden, weil Kunstfreiheit, diejenigen, die sich seit MeToo mehr Sorgen darüber machen, wie sie in ihrem Leben eingeschränkt werden könnten, als darüber, wie das Leben von Frauen seit Jahrhunderten eingeschränkt wird. Diejenigen, die die Glaubwürdigkeit von Frauen reflexartig in Frage stellen und sofort Unschuldsvermutung rufen, aber ein „Ich glaube ihr“ nicht über die Lippen bringen. Diejenigen, die Angst vor einer Falschanschuldigung haben und diejenigen, die sagen, Feminismus gehe zu weit. Nicht alle Männer tragen zur Rape Culture bei, aber all diejenigen, die ein Gespräch über sexualisierte Gewalt mit dem Satz „Nicht alle Männer“ unterbrechen und diejenigen, die sich von dieser Liste angegriffen fühlen, anstatt sich und ihre Kumpels zu hinterfragen und Verantwortung zu übernehmen. Genau. Ja. Ich würde gerne noch ein weiteres Beispiel nennen, um euch aufzuzeigen, eben was diese Rape Culture überhaupt ist. Und zwar müssen wir uns immer vor Augen halten, dieses riesengroße Ausmaß sexualisierter Gewalt. Ich habe jetzt noch gar keine Zahlen genannt, außer dass jede weiblich sozialisierte Person betroffen ist. Wenn wir die Zahlen anschauen, es gibt sehr wenige Zahlen in der Schweiz, dann sehen wir, dass zum Beispiel 2019 in einer Studie kam heraus, dass jede 8. Frau in der Schweiz, 8. Frau über 16-jährig schon vergewaltigt wurde, jede 5.
schon sexuelle Handlungen gegen ihren Willen erfahren hat. Im Dezember hat SECO eine Studie herausgegeben zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, wo jederzeit eine Frau betroffen ist. Also eigentlich egal, wohin man schaut. Das Thema ist omnipräsent, wenn man Zahlen anschaut zu Catcalling, also den sexuellen Belästigungen im öffentlichen Raum, dann ist man eben dann nahezu bei 100%. Und dieses Ausmaß wäre eben nicht möglich, wenn nicht so viele Menschen und auch so viele Männer zuschauen würden, wegschauen würden, ignorieren würden oder das, was passiert, verharmlosen würden oder eben gar nicht als sexualisierte Gewalt anerkennen würden. Und das möchte ich Ihnen gerne oder euch gerne mit einem Beispiel noch aufzeigen. Und zwar der Fall Giselle Pellico. Ich glaube, da muss ich nicht zu viel dazu sagen, habt ihr sicher alle mitbekommen, aber trotzdem ganz kurz, wenn es jemandem nichts sagt. Das war ein sehr großer Fall in Frankreich. Giselle Pellico wurde über 10 Jahre lang von ihrem Mann sediert und als sie wehrlos oder nicht mehr bei Bewusstsein war, hat er sie fremden Männern zur Vergewaltigung angeboten. Und dieses Angebot haben, ich glaube, ungefähr 80 Männer in Anspruch, in Anspruch genommen. Und von diesen 80 Männern waren 50 vor Gericht, also ungefähr 50, weil unterdessen Ex-Mann hat alles gefilmt und so hat man das alles herausgefunden. Und dank den Filmaufnahmen konnte man 50 Männer identifizieren und die kamen alle vor Gericht, wurden alle verurteilt. Genau. Und natürlich kann man sagen, Rape Culture ist einerseits, dass es eben 80 Männer gibt, die sich auf eine Internetannonce, wo ganz klar gesagt wurde, um was es geht, melden und tatsächlich eine ohnmächtige Frau vergewaltigen. All die Männer, das habt ihr sicher auch gelesen, die kamen ja alle nicht, die wurden nicht irgendwie eingeflogen aus der ganzen Welt, so quasi die 80 schlimmsten Männer, die man finden konnte, sondern waren alle aus den umliegenden Dörfern und Städten und dort, wo die Pellicos gewohnt haben. Also und wenn man geschaut hat, was waren das für Männer, das waren ganz gewöhnliche Männer, viele hatten Kinder, waren verheiratet, lebten in Beziehungen. Einer war ein Sozialarbeiter, einer ein Gemeinderat, ein ehemaliger Polizist, ein Sanitäter, ein Polizist war noch dabei. Also eigentlich ja, ganz gewöhnliche Männer. Ähm, aber Rape Culture ist eben auch noch was anderes. Und zwar hat man untersucht, diese Annonce, die ihr Ex-Mann im Internet geschaltet hat, die war 10 Jahre eben online, konnte man sich melden. Und als der ganze Fall aufflog, als man die Annonce dann runtergenommen hat vom Internet, hat man zuerst noch untersucht, wie viele Menschen, wie viele BesucherInnen hatte diese Seite während diesen 10 Jahren und hat festgestellt, dass 50.000 Personen pro Monat auf diese Annonce geklickt haben. Und eben nochmal auf der Annonce stand ganz klar, ich sediere meine Frau, wenn sie nicht mehr bei Bewusstsein ist, kann man mit ihr Sex haben, also kann man sie vergewaltigen. Und wenn man das hochrechnet, 50.000 pro Monat während 10 Jahren, ist man bei 6 Millionen Menschen. Und meine Frage an euch wäre, was schätzt ihr, wie viele von diesen 6 Millionen Personen, vielleicht haben einige auch mehrmals darauf geklickt, aber von diesen 6 Millionen Male den Menschen diese Annonce gesehen haben, wie viele haben eine Meldung gemacht? Sei es eine Meldung an diese Plattform, wo die Annonce aufgeschaltet war, sei es anonym oder auch nicht eine Meldung an die Polizei, dass man da eine solche Annonce gesehen hat. Was würdet ihr sagen? Wie viel Prozent oder wie viele? Null? Genau, also null. 0,0, niemand. Und das ist eben Rape Culture. Rape Culture sind nicht nur diejenigen Männer, die das gemacht haben, die definitiv natürlich auch, aber die 6 Millionen oder 5 Millionen, wie viel auch immer, diese Millionen von Menschen, wahrscheinlich vor allem Männer, aber vielleicht auch nicht, egal, von diesen Menschen, die eine solche Annonce sehen, vielleicht sich nicht melden, aber wegklicken und es nicht für nötig halten, das irgendwo zu melden. Ich meine, es geht wirklich auch anonym. Das wäre einfach eine Mail, eine irgendwie
ein kurzer Anruf, was auch immer, die es offenbar nicht für nötig halten, das zu machen. Und das ist eben Rape Culture. Schlussendlich eben auch der Fall Pellico wäre in dem riesengroßen Ausmaß nicht möglich gewesen, wenn nicht Millionen, kann man wirklich sagen, von Menschen 10 Jahre lang weggeschaut hätten. Und das ist eigentlich immer so. Also bei all diesen Fällen, die publik werden, jetzt sehen wir auch Rammstein, das wäre nicht möglich gewesen. So viele Menschen wussten Bescheid, haben zugeschaut oder haben weggeschaut oder haben vielleicht eher dann verharmlost und das so zurechtgelegt für sich, dass das ja alles gar nicht so schlimm ist oder doch gar nicht Gewalt ist oder eben die Frauen ja nichts anderes zu erwarten haben und so weiter. Und das ist ja eigentlich auch die gute Nachricht, weil das heißt nämlich gleichzeitig auch, und da mache ich gerne den Schwank zur Prävention oder was können wir machen, wie können wir gegen diese Rape Culture ankommen. Das ist ja eigentlich die gute Nachricht, dass die Rape Culture eigentlich in sich zusammenfallen würde, wenn es nur noch um die ja schlussendlich paar Prozent der Männer ginge, die wirklich vergewaltigen oder sexuell nötigen und eben ganz viele Menschen das nicht mehr tolerieren würden, nicht mehr wegschauen würden, nicht mehr zuschauen würden, nicht mehr verharmlosen würden. Und da würde ich euch gerne noch was Ermutigendes mitgeben. Und zwar habe ich vor kurzem gelesen von einer Untersuchung. Und zwar hat man Männer gefragt, wie es jeweils sei, wenn sie so unter Männern unterwegs sind. Die, in einer Männergruppe am Arbeitsplatz oder beim Feierabendbier und einer der Männer etwas Sexistisches oder Frauenfeindliches oder Gewaltverharmlosendes sage, ob sie dann intervenieren, ob sie sich dazu äußern, ob sie dort Stellung beziehen, dass das nicht okay sei. Und die allermeisten Männer haben angegeben, dass sie das nicht tun. Gefragt nach den Gründen haben sie gesagt, dass sie nicht ausgeschlossen werden möchten von diesem ja meistens Männerbund, wo ja auch viele Privilegien und wo viel Macht sich auch akkumuliert, je nachdem. Oder sie wussten nicht wie, oder sie hatten einfach schlicht den Mut nicht oder wollten es sich eben nicht verscherzen mit den anderen Männern. Und das ist jetzt noch nicht so ermutigend, aber das Ermutigende ist, daraufhin wurden diese Männer eben auch, haben äh, haben dann einige Männer gesagt, wenn aber jemand anderes aus der Männerrunde was gesagt hat, dann waren sie unheimlich dankbar. Und das möchte ich euch einfach auch mitgeben. Seid diejenigen, natürlich nicht nur in Männerrunden, auch überhaupt in Runden, aber erst recht unter Männern, seid diejenigen, die eben diese Vorbildfunktion vornehmen. Im Wissen darum, vielleicht auch diejenigen, die schweigen, sind eigentlich wahnsinnig dankbar. Und eigentlich in einer je privilegierten Situation ihr seid, desto einfacher ist es tatsächlich auch dort wirklich was zu sagen und Haltung zu beziehen. Und was man da tun kann, vielleicht kommen wir noch in der Diskussion dazu, aber schlussendlich geht es wirklich darum, Haltung zu zeigen und ganz klar zu sagen, nee, das, was du gesagt hast, das ist nicht okay, das ist sexistisch, das ist frauenfeindlich oder auch rassistisch, was auch immer. Ähm, und ja, vielleicht hilft der Gedanke, dass ihr wisst, okay, auch die, die schweigen, sind eigentlich sehr dankbar, dass ihr das macht. Genau, ich merke, die Zeit ist fast vorbei. Also wir haben dann noch eine halbe Stunde für Diskussionen. Es gibt natürlich noch ganz viel, das ich nicht gesagt habe. Ich glaube, grundsätzlich vielleicht noch das Wichtigste, die Rape Culture. Ich erwähne im Buch immer wieder diese sogenannte Gewaltpyramide. Wenn ihr die googelt, da gibt es sehr viele auch sehr gut veranschaulichte Beispiele. Man findet es entweder unter Gewaltpyramide oder Femizidpyramide oder Rape Culture Pyramide. Ist alles eigentlich dasselbe. Und zwar ist das wirklich eine Darstellung, die aufzeigt, was ist eigentlich der breite Nährboden, der eben die Spitze der Pyramide ist eigentlich, sind die sexualisierten Übergriffe, die sexuellen Belästigungen und anderen Formen der Gewalt. Was ist eigentlich der Unterbau, der eben diese Pyramide da oben und diese Spitze hält? Und da unten sind eben sexistische Haltungen, sexistische Erwartungen an Frauen, aber auch die Geschlechterstereotype oder eben auch Geschlechterstereotype, Erwartungen an Männern, also sehr gewaltvolle auch Männlichkeitsvorstellungen oder gewaltverherrlichende Männlichkeitsvorstellungen.
aber auch Victim Blaming, die ganze Täter-Opfer-Umkehr, gleichzeitig auch die sogenannte Himpathy. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt. Das ist ein Kofferwort zwischen Him und Sympathy, also diese Sympathie, die Männer sehr häufig haben für andere Männer, weil sie Männer sind, das sich auch sehr schnell auch bemerkbar macht, wenn ein Vorwurf sexualisierter Gewalt publik wird, wie viele Männer dann sofort verteidigen. Ich finde, eins der ähm, äh, guten, in Anführungsstrichen, Beispiele war Macron in Frankreich letztes Jahr als Depardieu. Es war ja schon länger, eigentlich schon einige Jahre immer wieder ein Thema, auch öffentlich, dass Depardieu, der Schauspieler, sexuell übergriffig war. Und als er dann vor einigen Monaten dann tatsächlich vor Gericht stand, wegen mehreren Vergewaltigungen an mehreren Frauen, hat Macron am Tag danach, nachdem die Gerichtsverhandlung gestartet hat, ein Statement abgegeben, dass er ein großer Bewunderer sei von Depardieu und Depardieu ein sehr wichtiger Mann sei für das Land. Also er hat zwar nichts gesagt zu den Vorwürfen, aber doch das ist natürlich ein Statement. Es ist ein Statement für alle Männer, die halt eben auch übergriffig sind und auch für alle Betroffenen, um die auch sehen, okay, auf welches eben, wo steht man. Auf jeden Fall eben, wenn wir diese Pyramide anschauen, dort geht es wirklich um all diese Haltungen, um Victim Blaming, um Sexismus, um Misogynie, also Frauenfeindlichkeit. Und wenn wir diese Rape Culture entkräften wollen oder Unlearn Rape Culture machen wollen, dann müssen wir wirklich da unten ansetzen. Und Schritt 1 ist dort tatsächlich anzuerkennen, wir sind alle, und zwar alle, ich inklusive logischerweise, sexistisch und frauenfeindlich sozialisiert. Da können wir nichts dafür. Wir wurden in diese Gesellschaft reingeboren, die sehr sexistisch ist, sehr misogyn ist, auch strukturell. Und da sind auch sehr viele sehr verbreitete Haltungen immer noch, die immer noch an die nächsten Generationen weitergegeben werden, die auch an uns weitergegeben wurden. Es sind ja häufig auch ganz viele kleine Sachen. Ähm, Ich mache gerne ein Beispiel von mir. Meine Mutter ist Physikerin, Informatikerin, eine gebildete Frau, spielt aber eigentlich überhaupt keine Rolle, aber zeigt nochmal die Absurdität. Und ich weiß noch, als wir als Kinder in die Ferien geflogen sind, dann zu Beginn spricht ja der Pilot oder die Pilotin, macht die Begrüßung. Und immer wenn eine Pilotin oder eine weibliche Stimme kam, hat sie uns gesagt, ach, jetzt fühle sie sich nicht mehr so wohl. Sie habe es einfach nicht so gern, wenn eine Frau fliege. Und sogar sie auch als, jetzt gebildete Frau, wobei eben es tut überhaupt nichts zur Sache, aber es sind so diese kleinen Sätze. Als Kind habe ich mir überhaupt nichts dabei gedacht, aber die prägen. Oder sie hat uns zum Beispiel und ich will jetzt gar nicht meine Mutter, ich meine, sie wusste es einfach auch nicht besser und hat sich, definitiv damals überhaupt nicht mit dem Thema irgendwie auseinandergesetzt. Aber sie hat häufig auch so Sachen gesagt wie, ja, wenn es sei wichtig, dass der Hausarzt ein Mann sei. Eben, sie fühlen sich einfach besser beim Hausarzt als bei der Hausärztin. Also eben so kleine Aussagen, aber dann auch die Blondinenwitze, die mein Vater sehr gerne erzählt hat oder Schwiegermutterwitze oder was auch immer. Also all diese kleinen, aber auch größeren Haltungen, die an uns eben auch an mich weitergegeben wurden, die furchtbar sexistisch sind, sehr frauenfeindlich sind und schlussendlich ja auch dazu führen, dass wir, wenn wir uns noch nie mit dem Thema beschäftigt haben, eben nicht bei Null stehen oder so Tabula rasa, sondern einfach sexistisch und frauenfeindlich sind oder denken oder Haltungen verinnerlicht haben. Und dort geht es wirklich darum, in einem ersten Schritt das anzuerkennen, vielleicht auch mit der Schuld oder den Schamgefühlen, die das auslöst, umzugehen und dann aber wirklich zu schauen, okay, wie kann ich, was muss ich mir aneignen an Wissen, das mir hilft, das irgendwie zu entlernen. Und diese frauenfeindlichen Haltungen, man sieht sie auch in so vielen, vielleicht noch um ein weiteres Beispiel zu machen, in so vielen Bereichen des Lebens. Also einerseits mit all diesen Gaps, Gender Gaps, die ja vorhanden sind in eigentlich so gut wie jedem Bereich des Lebens, aber dann auch, ach, man geht an einen Kiosk, dann gibt es Hefte und es gibt Frauenhefte, Frauenheftli. Es ist völlig klar, welches so das Richtige ist, das Gute, das Ernsthafte und dann noch so ein Produkt für die Frauen. Oder es gibt Literatur und es gibt Frauenliteratur. Es gibt Filme und es gibt Frauenfilme. Es gibt Fußball und gibt es noch Frauenfußball.
Und da kann mir niemand erzählen: „Nein, nein, das sind einfach 2 Kategorien, alle, völlig, gleichwertig, gesehen sind sie nicht.“ Sind natürlich auch absurde Kategorien, was soll schon Frauenliteratur sein? Aber man merkt auch dort und mit diesen Wertungen sind wir ja sehr, sehr stark auch, aufgewachsen oder sozialisiert worden. Und, genau, ich glaube, meine Zeit ist um. Vielleicht noch so meine Zeit ich habe schon gesehen, dass du aufgestanden bist, das ist gut. Ähm, Vielleicht noch was Letztes, was halt einfach auch immer noch sehr, sehr stark verankert ist und halt eben auch dieses Ausmaß schlussendlich an sexualisierter Gewalt, ermöglicht, sind eben, diese Männlichkeitsvorstellungen. Also, ich sage immer, solange wir in einer Gesellschaft leben, in der Dominanz, vor allem Dominanz über Frauen, als entscheidendes Qualitätsmerkmal eines echten Mannes gilt, und das ist heute halt leider immer noch so, werden wir das Ausmaß sexualisierter Gewalt nicht vermindern können. Oder auch, wir haben so viele Narrative, die eben auch reproduziert werden in Filmen, in der Literatur, wo es darum geht, eben, erobert werden wird als total romantisch uns ja immer noch verkauft, oder auch dieses in Stein gemeißelte Männer erobern, Frauen wollen erobert werden. Und das ist schlussendlich einfach da damit ist keine Beziehung auf Augenhöhe möglich. Oder erobern tut man im Krieg, man erobert Gebäude und Gebiete und Länder. Und wem gehört das, was ich erobert habe? Mir. Und notfalls kann ich das auch mit Gewalt verteidigen, weil es gehört ja mir. Und ich meine, das ist nicht die Art, wie man, eine Beziehung leben sollte. Oder auch eben Frauen sind schutzbedürftig und Männer sind Beschützer, wo ich immer denke, wir Frauen brauchen nicht Männer, die uns beschützen, sondern Männer, die aufhören, sich untereinander zu beschützen. Also, da gibt's wirklich, sehr viele Narrative, die wir dringend auch oder Vorstellungen, die wir verändern müssen. Gut, aber ich würde sagen, wir eröffnen doch die Diskussion und dann können wir schauen, wie